Hallo, in meinem ersten Video würde ich euch gerne Watch App for Tesla vorstellen. Das ist eine App, mit der ihr zusammen mit eurer Apple Watch, in dem Fall ist es die Apple Watch Series 6, und ein Tesla viel smarter bekommt. Das heißt, den Kofferraum oder den Trunk per Sprachbefehl öffnen, den Ladeanschluss per Sprachbefehl entriegeln oder schließen, wobei der ja automatisch zugeht. Genau, und da möchte ich euch einen kleinen Einblick gewähren. Die App ist an sich jetzt nicht günstig, mit 10,99 € ist sie doch relativ teuer im Vergleich zu anderen Apps, aber ich möchte euch zeigen, was doch eventuell diesen Preis gerechtfertigt. Wenn ihr euch das erste Mal in diese App einloggt, dann müsst ihr euch mit einem Tesla-Account anmelden und dann entsprechendes Fahrzeug auswählen, dann bekommt ihr diese Übersicht. Ihr seht hier einmal die Schaltflächen, die wir schon aus der Tesla-App selber kennen. Man sieht hier den Batteriezustand. Man könnte auch in die Schaltflächen reingehen und hier noch entsprechend Sachen auswählen, wenn man möchte. Ist für mich jetzt aber tatsächlich kein Kaufgrund für diese App, weil das sind Funktionen, die habe ich ja alle schon in meiner Tesla-App dabei. Dann sehe ich hier die Temperatur, die Außentemperatur, das Aufladelimit. Wenn ich hier drauf gehe, könnte ich dieses auch noch setzen und ändern mit dem Schieberegler hier. Ist aber auch das gleiche wie in der Tesla-App. Und dann gibt es hier den Punkt Einstellungen, da gehen wir jetzt mal rein. Und unter der Einstellung finde ich hier den Punkt Siri Kurzbefehle. Wenn ich jetzt in Siri Kurzbefehle reingehe, dann sehe ich hier, finde ich die ganzen Icons wieder, die wir jetzt auch gerade eben schon gesehen haben, beziehungsweise die wir auch schon aus der Tesla-App kennen. Mit dem einen Unterschied, dass wir im Gegensatz zur Tesla-App hier Siri Kurzbefehle hinterlegen können. Ich habe hier zum Beispiel für den Ladeanschluss öffnen, und gut, man kann da drauf drücken. Also klassisches Beispiel ist eigentlich Trunk öffnen, war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir was gesucht habe, weil oft stand ich vor dem Ding und dann musstest du wieder zum Auto und auf den Bildschirm drücken, und wenn du dann entsprechend eng noch parkst, dann kommst du da nicht richtig hin, und wir haben da relativ enge Parkplätze bei uns am Arbeitsplatz. Da ist es immer so ein bisschen schwierig gewesen, und das war so der Hauptgrund, warum ich da was gesucht habe. Genau, jetzt gehen wir mal hier in Trunk öffnen rein. Da sieht man hier, kann ich den Kurzbefehl bearbeiten. Ich kann jetzt hier auch theoretisch einen anderen Text reinschreiben, also wenn ich hier reingehe, könnte ich hier, was weiß ich, Zapfen oder irgend sowas reinschreiben. Oder sonst irgendwas, was mir jetzt halt gerade hier passt, und könnte das hier speichern und den Kurzbefehl hier hinterlegen. Das sieht man hier, roter Flitzer Trunk. Ich habe jetzt den Namen roten Flitzer genommen, weil das Problem ist, wenn hier Trunk öffnen steht, was hier defaultmäßig drin steht, dann versucht die App bzw. Siri versucht, eine App zu finden oder zu öffnen. Das habe ich mehrmals gehabt. Alles, was mit Öffnen und Schließen so zu tun hat, funktioniert nicht so richtig. Deswegen habe ich auch hier zum Beispiel bei Fahrzeug schließen, habe ich hier roter Flitzer zu genommen, ja, damit er das Fahrzeug zuschließt und nicht irgendwie was anderes macht, also App versucht zu schließen oder sonst irgendwas. Das noch so als kleinen Tipp. Ich habe mich halt dazu entschieden, den Namen des Fahrzeuges vorne dran zu setzen und dann entsprechende Befehle zu nehmen. Oder auch hier beim, was auch ganz klassisch ist, der Ladeanschluss entriegeln bzw. Ladung stoppen, gibt es oben auch noch. Da habe ich dann auch gesagt, hier rote Flitzer entriegeln, dann entriegelt ihr den Ladeanschluss und ich kann den Stecker rausziehen. Genau, und so kann ich das für jeden Einzelnen selber definieren, was ich möchte. Was ich natürlich jetzt nicht probieren konnte, weil ich ein Model 3 2020 habe, ist das Trunk schließen bzw. Kofferraum schließen. Also Kofferraum schließen Funktion gibt es bei diesem Modell leider noch nicht. Gab es ja erst, oder gibt es jetzt erst ein Nachfolgemodell im Facelift. Und genau, aber es deckt halt alle Möglichkeiten ab, die man hier finden können, zum Beispiel Aufladen, Starten etc. So, und dann gibt es noch weitere Einstellungen, und zwar habe ich hier Aktion aus Widget immer bestätigen. Das ist dieser Punkt hier. Habe ich gemacht, da ich an der Apple Watch diese Button auch ausführen kann. Also diese ganzen Sachen, die wir jetzt gesehen haben, sind ja wie gesagt auf der Apple Watch drauf. Und wenn ich dann drauf drücke und das Ganze ohne Bestätigung mache, führt es dazu, dass zum Beispiel der Kofferraum aufgemacht wird, ohne dass ich bestätige. Ich hatte schon den Fall, dass ich da versehentlich mal drauf gekommen bin und es ausgeführt habe und das Auto dann mit einem offenen Kofferraum da stand und ich die Meldung dann von der Tesla-App bekommen habe, dass der Kofferraum aufsteht, aber ich schon im Büro saß und quasi wieder zurück ins Parkhaus durfte und den Kofferraum schließen. Daher kann ich eigentlich nur empfehlen, hier diesen Haken zu setzen. Als weiteren Punkt ist hier Erlauben, Aufwecken im Hintergrund. Hier ist das Problem, also wenn hier das eingeschaltet ist, dann versucht er zum Beispiel hier jetzt alle 15 Minuten das Fahrzeug zu wecken. Man kann das auch bis auf alle 5 Stunden stellen. Warum macht er das? Er möchte hier einen Datenabruf machen, wie zum Beispiel den Akkuladestand, weil man kann sich auf der Apple Watch auch den Akkuladestand anzeigen lassen und damit werden die Akkuladestände halt immer quasi
Realtime auf der Uhr drauf. Und so ist es halt, wenn es abgeschaltet ist, ist nur Akkuladestand abrufbar, wenn er aktiv das Fahrzeug selber weckt. Ja. Daher würde ich hier empfehlen, also ich persönlich benötige es nicht, da ich jeden Tag mit dem Auto fahre und weiß, was der Ladestand ist, habe das abgeschaltet, um hier auch die Ressourcen zu sparen, weil wenn das eingeschaltet ist, durch dieses ständige Wecken, ist halt das Auto nie so wirklich im Schlaf, also der Tesla schläft ja ein, und damit Strom zu sparen, sondern ist immer wieder in Verbindung und verbaut Verbindung auf, etc. etc. Und das benötigt natürlich Strom, und so hat man halt hohe Verluste im Stand. Und wenn man das in mehreren Apps hat, wenn man noch eine andere App benutzt, es gibt ja noch so Fahrtenbuchen-App und so weiter, dann wundert man sich auf einmal, wo die Leistung bzw. der Strom bleibt, wo das Auto steht. Und deswegen empfehle ich hier tatsächlich, das Wecken abzuschalten. Eine weitere Möglichkeit, was diese App noch bietet, ist schlüsselloses Fahren. Wenn ihr im Besitz einer Apple Watch mit LTE seid, könnt ihr tatsächlich auch die Uhr nur nutzen als Schlüssel. Also das heißt, ihr müsst diese Karte nicht nutzen, ihr müsst dieses Handy nicht nutzen. Ihr hinterlegt es am Fahrzeug und dann könnt ihr mit dem Auto quasi nur mit der Uhr fahren. Das finde ich ganz nett. Ich habe das leider die Funktion jetzt nicht, aber gerade wenn man so ins Schwimmbad geht oder wenn man andere Dinge macht, wo man jetzt das Handy nicht dabei haben möchte, weil es geklaut werden könnte, ist das so eine ganz nette Sache, und auch man muss keine Tesla-Karte mitführen. Hat auf jeden Fall was für sich, bietet ja auch diese App. So, dann möchte ich das Ganze auch nochmal live zeigen. Also ich habe jetzt hier meine Apple Watch an und mit dem iPhone filme ich. Wenn ich jetzt sage, hey Siri, roter Flitzer auf. Ja. Okay, ist erledigt. Genau, dann öffnet er mir das Auto. Klar, ich habe das Handy dabei, ich habe Handy als Key, dann ist das Auto geöffnet, aber wenn es nicht so wäre. Und wenn ich jetzt sage, hey Siri, roter Flitzer zu, Okay, ist dann schließt er das Auto. erfolgreich. Wenn ich jetzt hier vorne am Frank bin und sage noch, hey Siri, roter Flitzer Frank, Okay, ist erledigt. so, dann geht hier auch vorne der Frank auf. Ja, und so bekommt man dann quasi mit einer kleinen App sein Tesla Smarter, weil, wie gesagt, die Tesla-App das leider nicht anbietet. Dann möchte ich euch noch kurz die App auf der Apple Watch zeigen. Und zwar sehen wir hier auf der linken Seite, habe ich jetzt einen Überblick, was gerade mit dem Akku los ist. Hier sehe ich gerade, dass 59% Akkustand ist. Akku wird gerade geladen, 7 Stunden 3 Minuten ist der Akku vollgeladen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann komme ich direkt in die App rein. Und dann sehe ich hier die gleiche Information mit dem Akkustand noch einmal. Und ich habe diese Buttons, jetzt hier Kofferraum öffnen, Trunk öffnen, Klimaanlage einschalten und Enteisung und so weiter und so fort. Alles, was ihr aus der Tesla-App kennt, ist hier auch da. Und ihr könnt es quasi direkt auf der Uhr bedienen. Dann habt ihr hier nochmal eine Information, mit welcher Stärke gerade geladen wird. Einmal 10 Ampere, es hängt gerade an der Haussteckdose. Dann haben wir hier dieses, wie viel kWh geladen sind. Und dann könnt ihr das Ladelimit einstellen. Und unter Einstellungen könnt ihr dann auch hier unter Buttonreihenfolge sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel erstens mal 2 Reihen haben. Das hat man ganz am Anfang gesehen, das waren ja 2 Reihen. Ich möchte gerne zum Beispiel den Frank öffnen, möchte ich eins weiter unten haben. Dann stellt sich das automatisch entsprechend ein. Moment. So, genau, dann hat sich das hier verändert. Und entsprechend könnt ihr hiermit dann über die Apple Watch, wenn ihr jetzt die Sprachbefehle nutzen wollt, hier das Fahrzeug bedienen. Ihr müsst euer Handy nicht rausholen. Ihr habt so quasi direkt hier auf der Uhr, beziehungsweise wenn ihr zum Beispiel am Ladeport seid und die Ladung stoppen möchtet, dann könnt ihr es auch hier direkt stoppen und müsst nicht ins Fahrzeug rein oder das Handy rausholen, in die App rein, etc. etc. Das habt ihr dann quasi direkt bei euch. Ja, vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da oder ein Abo. Sofern noch Kritik oder Anregungen sind, gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jegliche Kritik, also konstruktive Kritik. Und ja, allzeit gute Fahrt.